Wenn irgendwo in Deutschland der Name Pumuckl fällt, muss vermutlich jeder an die charmante Fernsehserie über den rothaarigen, leicht pummeligen Kobold mit der unvergesslich krächzenden Stimme von Hans Klarin und mit Gustl Bayerhammer als Meister Eder denken. Ich glaube, ich spinne. Wie aber kann es sein, dass eine Figur aus einer bayerischen 80er Jahre Kinderfernsehserie heute noch bei jeder Altersgruppe bekannt ist? Wer ist dieser Pumuckl? Wie wurde er produziert? Und woher kommt er eigentlich? All das klären wir in Ganz grob gesagt, der Pumuckl ist ein Kobold. Aber was genau ist denn ein Kobold überhaupt? Nun ja, Kobolde sind eigentlich unsichtbare Hausgeister, welche sich einen Spaß daraus machen, Hausbewohner zu necken und generell einfach Schabernack zu treiben. Mit fleißigen, tüchtigen Wesen wie Zwergen oder Heinzelmännchen verglichen zu werden, mögen sie überhaupt nicht. Heinzelmännchen, niedriges Pack. Jawohl, die arbeiten alle. Gesehen werden können sie nur, wenn sie an etwas kleben oder hängen bleiben. Doch so weit sollte es gar nicht erst kommen, denn sichtbar sein ist für Kobolde eine große Schande, mit der menschliche Dinge wie Gefühle, Hunger, Durst, Müdigkeit und Verletzlichkeit einhergehen. Nun wissen wir, was ein Kobold ist, aber woher kommen diese Wesen denn? Alice Kaut, die geistige Schöpferin des Pumuckls, schrieb dazu in ihrer Biografie Folgendes. Wer den Pumuckl kennt, weiß, dass der Klabauter Holz liebt. Warum? Das ist eine gruselige Geschichte, die der Pumuckl natürlich nicht kennt. Wenn Kinder vor ihrer Geburt sterben oder getötet werden, bekommen sie ein besonderes Grab. Es wird zu ihren Häuptern ein Baum gepflanzt. Dieser Baum wächst nicht gerade, sondern biegt sich genau so, wie man sie gut zum Schiffbau verwenden kann. Sie werden dann also abgehackt und in das Schiff eingebaut. Nach Jahren vermodert das Holz, sodass die Kinderseelen entschlüpfen können. So befreit werden sie zu Kobolden. Aber was ist denn jetzt eigentlich mit unserem Pumuckl? Naja, wie er es von Hoher See nach München in die kleine idyllische Werkstatt des Meister Eders geschafft hat, ist leider unklar. Was wir allerdings wissen, ist, wie die beiden sich kennengelernt haben. Eines Tages blieb der bierflaschengroße Wicht an dem Leimtopf vom Meister Eder kleben, wodurch er für ihn sichtbar wurde. Und da ein altes Koboldsgesetz besagt, dass ein Kobold immer bei dem Menschen bleiben muss, der ihn zuletzt gesehen hat, begann somit die Geschichte des Meister Eders und seinem Pumuckl. Doch war der Pumuckl für Alice Kaut nicht nur ein Fabelwesen, nein, es war eine Lebenseinstellung, eine Denkweise. Meine Tochter hat den Pumuckl in sich. Der tut's, wenn jemand durch Regie oder sonst irgendwas einen falschen Ton reinbringt. Das tut ihr so weh wie mir. Er nimmt alles wörtlich, er verdreht und hinterfragt vieles von unserer Gesellschaft und auch der Sprache. Oftmals hat er Probleme, sowohl die Menschen als auch ihre Bräuche zu verstehen. Er kennt kein Geld, keine Pflichten, keine Seife, keine Strafe und auch kein Gewissen. Er liebt alles, was glitzert. Schnee, Christbaumkugeln oder auch goldene Herzanhänger, die ihm gar nicht gehören. Im Prinzip macht er sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Trotzdem hat er sein Herz am rechten Fleck, kann aber dennoch auch böse werden, vor allem, wenn ihm etwas nicht passt oder gar seine Existenz in Frage gestellt wird. Pumuckl ist ja schon im gleichen Maß eine zärtliche und liebesfähige Figur. Die Bosheit ist nicht böse, sondern sie ergibt sich aus seiner Denkart. Nein, ich geb dir nicht hier, nein. Bittchen, komm. Nein, das ist meine Mundharmonika. Bitte nimm sie mir Na, ich nicht muss weg. ja, schau, Pumuckl, gib mir's her. So. Ich wollte dir doch was vorspielen. Ich hab so ein schönes Harmonika-Lied gemacht. Vieles gibt es über den Pumuckl nicht mehr zu sagen. Er liebt es, auf seine Schiffschaukel zu dichten, ist unfassbar neugierig und macht sich oftmals einen Spaß daraus, den Meister Eder in unangenehme Situationen zu bringen. Außerdem hat er panische Angst vor der Dunkelheit. Umso makaberer wirkt dies in Situationen, in welchen Meister Eder den ungehorsamen Kobold in eine dunkle Schublade sperrt. Szenen, welche der Regisseur Ulrich König bewusst versuchte, im Fernsehen zu vermeiden.
Denn die Serie hatte schon damals pädagogisch eine recht klare und vor allem fortschrittliche Haltung. Wir haben tunlichst diese ganzen schwarzpädagogischen Sachen weggelassen. Wir haben es nur dann gemacht, wenn es nicht mehr anders ging. So oder so, egal wie sehr zwischen den beiden auch die Fetzen flogen, am Ende war immer alles schön und harmonisch. Wie bereits angesprochen, steckt hinter dieser großen Geschichte eine noch viel größere Schöpferin. Diese Schöpferin heißt Alice Kaut. Sie jedoch nur auf eine Schriftstellerin zu reduzieren, wäre eine Beleidigung. Denn Frau Kaut war Künstlerin durch und durch. Fotografin, Schauspielerin, Rundfunksprecherin, Virtuosin, Bildhauerin, Malerin, Bergsteigerin, sogar mit Photoshop lernte sie noch im hohen Alter umzugehen. In den 50er Jahren war das Radio noch das Medium für jedermann. Ein Medium, welches Alice Kaut die erste Plattform für ihre Hörspiele bieten sollte. Nach einiger Zeit und vielen Erfolgen mit ihrer Arbeit wurde ihr bewusst, dass ihre größte schriftstellerische Stärke vor allem in dem Formulieren von Dialogen lag. Besonders wenn der auf Borisch sei hat derfer. Von dort an war Alice Kaut vor allem mit dem Schreiben von Hörspielen beschäftigt. Nachdem 1961 ein ganzes Autorenteam nicht dazu in der Lage war, eine neue Hörspielreihe für den Kinderfunk zu entwerfen, wurde sie aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung schließlich um Rat gefragt. Und da kam eben der Einfall, wie ich es auch schildere im Buch. Ich war im Skiurlaub, ein halbes Jahr vorher, und da war es noch Winter. Und mein Mann ging hinter mir, da war ein schmaler Weg, Bäume hängen, die Äste runter, ich mache so. Und er hat den Schnee im Kragen. Das hat er zuerst lachend sich gefallen lassen und dann wollte er dem doch ein Ende machen, ist mir dann nachher und bin davon gelaufen und du weißt, also geht es als ein Urlaubsscherz gewesen. Und da hat er also zu mir gesagt, also weißt du, was du bist? Du bist der rechte Pumuckl. Und das fand ich lustig. Und dann haben wir gelacht drüber und das war vergessen. Er hat mich nie mehr so genannt. Aber wie ich dann ein halbes Jahr später gefragt worden ist, fällt Ihnen denn gar nichts ein? Habe ich gesagt, ja, schon, halt der Pumuckl. Ja, was ist das? Und dann fantasierte sie einfach drauf los. Klein und frech soll er sein, so wie sie selbst. Der Schreiner ihrer Möbel fiel ihr ein, der in einem Innenhof mit Kastanienbaum seine Werkstatt hatte und darüber seine Wohnung. Feuerrote Haare brauchte es, ein pfiffiges Gesicht und die Eigenschaft, ihn nur zu sehen zu bekommen, sollte er an etwas kleben bleiben. Deutlich sah sie ihn vor sich, wie er, selbst unsichtbar, das weiterhin sichtbare Werkzeug des Schreiners versteckte, Meister Eder auf Bayerisch fluchte und der Kobold auf Koboldisch vor sich hin plapperte, kicherte und dichtete. Dies war die Geburtsstunde von Meister Eder und seinem Kobold Pumuckl. Doch wer sollte dem Pumuckl seine Stimme leihen? Eine einzigartige Stimme musste es sein. Eine Stimme, die dem Bild des kleinen, frechen, rothaarigen Koboldes gerecht werden konnte. Außerdem ist mein Nähkästchen aufgeräumt. Dein Nähkästchen ist aufgeräumt. Ja. Dass ich nicht lache. Erst neulich habe ich eine Dings gesucht, eine Schere. Auf der Suche nach der perfekten Koboldstimme wurde Alice Kaut im Schallarchiv des BRs schließlich fündig. Niemand anderes als Hans Klarin kam in Frage, um der Figur des kleinen Kobolds das Leben einzuhauchen. Eine gute Entscheidung, denn sind wir mal ehrlich, Pumuckl wäre nicht Pumuckl, hätte er nicht diese spezielle, krächzende, freche Stimme, welche Hans Klarin ihm geschenkt hat. Doch Hans Klarin selbst war zuerst skeptisch. Mir hat's gar nicht gefallen, wie ich's gelesen habe. Ich habe mir da zuerst mal gar nichts unter vorstellen können. Nachdem er diese Bedenken allerdings überwunden hatte, verschmolz er förmlich mit der Rolle. 1962 begannen die Vertonungen fürs Radio. Erst mit Franz Fröhlich, dann Alfred Pongratz und am Ende mit Gustl Bayerhammer als Meister Eder. Die Radiosendung war von Anfang an, ohne großes Zutun von Werbung oder sonstigem, ein Riesenerfolg. Der Erfolg wuchs langsam sogar über Bayern hinaus. Der Westdeutsche Rundfunk wollte auch einen Pumuckl senden. Der war aber zum einen von Eders bayerischem Dialekt nicht sehr angetan und zum anderen erinnerte der Name Pumuckl an das westdeutsche Schimpfwort diese Pomocken, womit Flüchtlinge aus dem Osten gemeint waren. Um dem entgegenzuwirken, wurde der Name kurzerhand zu Fitzibitz geändert und Meister Eder wurde von Alice Kaut sehr mühsam auf Hochdeutsch übersetzt, was dann wiederum vom WDR ins Kölsche übersetzt wurde. Ich bin der Fitzibitz und klebe an deinem dummen Leimtopf. Mach mich los. Ja, das hat ja einen Kopf und 2 Füße. Durch den großen Erfolg im Radio sollte der Pumuckl langsam auch in Buchform in den Kinderzimmern hausen. Aber was ist schon ein Kinderbuch ohne Bilder?
Es blieb Alice Kaut überlassen, einen Illustrator zu finden. Erst dachte sie dabei an ihre Tochter, die fühlte sich dafür aber noch zu unerfahren. Darum fragte sie an der Akademie für grafisches Gewerbe, ob nicht eine Abschlussklasse an einem Illustrierwettbewerb teilnehmen möchte. In dieser Klasse war auch die 21-jährige Barbara von Jonsson, welche am Ende den Wettbewerb für sich entscheiden konnte. Und dann kam auf einmal so ein Rauch auf mich zu und schlüpfte mir in die rechte Hand und sagte, Barbara, jetzt zeichnest mich. Du kennst dich ja aus bei diesen unsichtbaren Wesen. Also fang an. Dann habe ich also gezeichnet und der Bauch muss dicker sein. Was? Warum? Ja, du hast auch einen dicken Bauch immer. Ich will so aussehen wie du. Dann 2 vorstehende Zähne. Ich habe ja auch eine Spange gehabt. Also, die brauche ich. Die sind wichtig. Dann bei den Haaren habe ich also brav Wuschelkopf gemacht und er meinte, das langt mir überhaupt nicht. In den Haaren muss das Fetzige sein. Da musst du den Strich ganz olé machen, dass man sieht, wie ich flink bin und wie ich eile. Wichtig ist für mich, dass er barfuß ist. Das ist dieses Geerdetsein, was aber wiederum ein Kobold, der ja nun nicht irdisch geerdet ist, für meinen Begriff braucht, dass er glaubwürdig ist, dieses Geerdetsein. Und so nach und nach hat er mich belehrt, wie ich ihn zu zeichnen habe. Und siehe da, der erste Pumuckl ist bereits der Pumuckl, wie er jetzt ist. Langsam interessierte sich auch das Fernsehen immer mehr für den Pumuckl. Durch Zufall sah Alice Kaut einmal einen Werbefilm, in dem Walt Disney auf Realfilm zusammen mit seinen gezeichneten Trickfilmcharakteren in einem Bild zu sehen war. Diese Verschmelzung von Realität und Fantasie wollte sie auch beim Pumuckl haben. Aber keiner der Produzenten, die sich um die Fernsehrechte drängten, wollte solch eine aufwendige Mischform produzieren. Doch wie kam es zu der aufwendigen Mischform, die wir ja doch alle kennen? Der 27-jährige Ulrich König, Regisseur, war gerade in München in der, Achtung, Gewürzmühlstraße beim Dreh von Geheimtipp für Tommy, als der Produzent Manfred Korytowski ihm Schlupf vom Grünen Stern, ebenfalls von Alice Kaut, als nächste Produktion vorschlug. Ulrich König meinte darauf, dass das Einzige, was man von Alice Kaut verfilmen müsste, Pumuckl sei. Und da sich König und Korytowski bereits unabhängig voneinander um den Pumuckl bemüht hatten, ging Korytowski der Sache noch einmal nach. Er traf Frau Kaut dann zusammen mit Hans Klarin auf einer Funkausstellung in Berlin. Oh, das reimt sich und was sich reimt, ist gut. Und es stellte sich heraus, dass beide Parteien dieselbe Vorstellung einer TV-Umsetzung hatten, wodurch Korytowski von Alice Kaut anschließend die TV-Rechte für seine Produktionsfirma Infafilm erhielt. Fast ein halbes Jahr über suchte der Regisseur Ulrich König in ganz München nach der perfekten Bilderbuch-Schreinerwerkstatt, bis er schließlich eine alte, vermoderte Bruchbude in der Wiedenmeierstraße vorgeschlagen bekam, was ironischerweise gerade mal 12 Meter von dem Ort entfernt war, an dem die Suche damals begann. Das Gebäude hatte Anfang des 20. Jahrhunderts als Kutscherei und Hausmeisterwohnung gedient. Zwischenzeitlich war es tatsächlich auch mal eine Schreinerei, aber die letzten Jahre stand es leer und fing an zu modern. Man nahm viel Geld in die Hand, um das Gebäude nicht zu renovieren, aber es immerhin fernsehtauglich zu machen. Kälte, vermoderte Wände und die feuchte Luft konnten die Zuschauer ja am Ende nicht wahrnehmen und so unschöne Sachen wie zum Beispiel den Fleck der Leiche eines Obdachlosen musste man ja nicht unbedingt in die Kamera halten. 1978 begannen dann die Dreharbeiten der bis dahin teuersten TV-Produktion Deutschlands mit Gustl Bayerhammer, ein in der Filmbranche hoch angesehenes bayerisches Original, aber auch ein gefürchteter Schauspieler. Ich hatte nie Probleme und ich bin kein Mensch, der im Streit aus dem Weg gehen würde, aber es gab nie Ansätze dazu. Bisher war Bayerhammer im Fernsehen vor allem durch strenge, grimmige Rollen bekannt, wie den Tatortkommissar Feigl aus Polizeiinspektion 1. Für die Pumuckl-Produktionen strich man ihm Zinkweiß an die Schläfen, um ihn großväterlicher wirken zu lassen und somit ein Gleichgewicht zum Pumuckl zu schaffen. 2 Rumpelstilzchen hätten nicht so gut funktioniert, erklärte König. Tagsüber drehte Bayerhammer Pumuckl, abends spielte er Theater. Wenn es nur Ansätze von Erschöpfung gab, haben wir aufgehört. Er hat eher länger gemacht, als ich zugelassen habe, weil ich wusste, dass man ihn da völlig überfordern kann. Und ich glaube, dass er sich dann später einfach ein bisschen zu viel auch zugemutet hat oder zumuten ließ. Eine völlig neue Herausforderung für Gustl Bayerhammer war es, ohne Gegenschauspieler zu spielen. Ich meine, ihr müsst euch das mal vorstellen, der hat die ganze Zeit quasi mit der Luft gesprochen. Anfangs mussten ihm auch noch Blickpunkthilfen gegeben werden, aber recht bald hatte er dann den Dreh raus. Aber dann habe ich mich also so eingearbeitet und so dran gewöhnt,
dass ich fast schon irritiert war, wenn du richtiger Schauspieler aufgetreten ist, hinterher in einer anderen Szene. Nicht? Vor Ort wurde der Pumuckl im Übrigen nicht von Hans Klarin, sondern von Ulrich König gesprochen. Was die wenigsten wissen, ist, dass der Uli König den Pumuckl fast besser spricht als der Hans Klarin. Frühstücksei haben. Nein, und das wir können wir brauchen nicht. nicht immer diese kleinen aufmachen. Das ist so schön. Pumuckl, bring sofort das Ei zurück. Ich gehe sofort heim. Nein, ich gehe bring's mit dir nicht nie mehr weiter in den Tierpark. Und jetzt geh so eine Schlangenlinie, so ganz beleidigt. Da sich viele Regieanweisungen und Straßenlärm in die Tonspur mogelten, aber natürlich auch, weil Hans Klarin am Ende den Pumuckl sprechen sollte, wurden fast alle Szenen der Serie im Studio nachsynchronisiert. Schau mal, was ich gefunden habe. Aber bist du verrückt geworden? Das ist doch ein Straußenei. Das bringst du sofort wieder zu Straußen zurück. Noch vor der Synchronisation wurde aber der Zeichentrick Pumuckl in den Realfilm eingefügt. Dazu hat man zuerst alle Szenen grob abgezeichnet, um ihn besser in die Welt platzieren zu können. Anschließend zeichnete Bela Ternowski zusammen mit bis zu 100 anderen Zeichnern 25 Pumuckl-Bilder pro Sekunde. Diese wurden dann auf Folien übertragen, welche dann alle per Hand in einen speziell gebastelten Projektor eingelegt wurden und mitsamt dem Realfilm im Hintergrund abfotografiert wurden. Folie für Folie, Bild für Bild. In der Folge Pumuckl und die Schule hat sich bei Minute 3 sogar ein kleiner Fehler eingeschlichen. Na, gesehen? In einem Frame sieht man die Hand, welche gerade die Folie einlegt. Um sich in der Serie nichts verbieten lassen zu müssen und seine Vision bestmöglichst umzusetzen, erzählte Ulrich König der eher skeptischen Alice Kaut nie all seine Ideen. Viele Witze und Anspielungen schlichen sich daher während den Dreharbeiten oder auch erst beim Synchronisieren ein. Es gab 3 Kindsköpfe. Es gab 2, ich sage jetzt mal ungefähr 4-jährige Kindsköpfe. Das war Horst Schier, der Kameramann, und ich. Und dann gab es einen 8-jährigen, also schon ein bisschen älteren, das war der Gustl Bayerhammer. Und wir 3 haben eigentlich richtig losgelegt. Und es war immer so, wenn die kleineren Kindsköpfe selber schon nicht mehr ganz sicher waren, ist das jetzt zu viel, dann haben sie immer zu Bayerhammer geschaut und solange der dabei stand und nickte, haben wir das gemacht. Und wenn er wegging, dann haben wir gesagt, da müssen wir vielleicht doch nochmal drüber nachdenken, weil manchmal hat er gesagt, jetzt spinnen es wieder und ist gegangen. Und dann kam beim Synchron noch ein 4. Kindskopf dazu, nämlich Klarin. Der war ja auch nicht ohne. Und der hat dann noch einmal eins draufgesetzt. Abweichungen des Drehbuchs gefielen Frau Kaut eher weniger. Allerdings wollte sie dem Filmteam auch nicht ins Handwerk pfuschen und hielt sich dementsprechend zurück. Ich habe viele gar nicht angeschaut, weil es mir gefallen und es ist gar nichts gegen die Figur zu sagen. Aber ich wollte mir die Fantasie nicht stören lassen. Ich habe das so genau gewusst und der hat mich dann so viel gestört. Also ich sage eine Kleinigkeit. Da ist der Pumuckl gezeichnet, wie er auch vor einem Abort sitzt und da hineinpinkelt. Also das geht, das habe ich nie, so wollte ich es nie haben. Aber ich meine, das schlupft, nein, es ist wurscht. Ich beruhige mich dann schon auch wieder. Ich bin ein bisschen stocksauer und sag's dann schon auch, aber ohne Krach. Die Sendung war bei Jung und Alt gleichermaßen ein Riesenerfolg. Ulrich König wusste, dass der Pumuckl den Kindern sowieso gefallen wird, weshalb er mit witzigen Dialogen und Anspielungen versuchte, auch Erwachsene für die Sendung zu gewinnen. Und das mit vollem Erfolg. Die Sendung wurde schließlich in 28 verschiedene Länder verkauft. Darunter Griechenland, Spanien, Ungarn, Frankreich, Japan, China, Mexiko, Bulgarien, sogar auf Persisch und Arabisch fand der Pumuckl zumindest einst seinen Weg in verschiedenste Kinderstuben. Auf Amazon Prime ist bis jetzt jedoch ausschließlich die deutsche Tonspur verfügbar. Ob die vielen verschiedenen Übersetzungen überhaupt noch alle existieren, ist sicherlich fraglich. Nur um euch mal ein Gefühl für die Allgegenwärtigkeit von Pumuckl zu vermitteln: Derzeit stehe ich mit einem Mann arabischer Herkunft in Kontakt, der verzweifelt versucht, Pumuckl in seine Sprache zu übersetzen, da die Serie sogar zu seiner Kindheit ausgestrahlt wurde, der Fernsehsender inzwischen allerdings nicht mehr existiert. Besonders ernüchternd finde ich, ist die fehlende Veröffentlichung des grandiosen, von Fritz Muschler komponierten Pumuckl-Soundtracks. Auf meine Frage zum Vertrieb dieses Soundtracks antwortete die Pumuckl Media wie folgt. Ein Soundtrack-Release ist uns nicht bekannt und auch derzeit nicht geplant. Wir hatten bereits bei der HD-Abtastung des Original-Filmmaterials Probleme mit dem Ton, da uns der Bayerische Rundfunk kein besseres Tonmaterial liefern konnte. Erst im Rahmen einer Neuproduktion würden wir erneut suchen lassen oder neu aufnehmen. Mit freundlichen Grüßen, Pumuckl Media. Zu jeder Erfolgsgeschichte gehört auch etwas Gegenwind.
Aufgrund Hans Clarins spezieller Synchronisation, aber auch wegen seiner wohl beachtlichen Gage, stand die Überlegung im Raum, die bereits im Radio etablierte Stimme durch eine angenehmere Frauenstimme ersetzen zu lassen. Man hatte aber dann doch zu sehr Angst vor einem postalischen 80er-Jahre-Shitstorm. Ebenfalls kam immer wieder ins Gespräch, dem Pumuckl eine Pumuckline zu geben. Alice Kaut war aber strikt dagegen und hat sogar rechtliche Schritte eingeleitet, um der Debatte endlich ein Ende zu setzen. Man kann das Fernsehen aufmachen, wann man will, und man findet zwei Menschen, die gerade im Bett in irgendeiner Form tun, was wir alle wissen. Und es muss nicht auch noch der Pumuckl ins Bett gesteckt werden. Bei Pumuckl-Fans eher unbeliebt ist die 20 Jahre später abgedrehte Fernsehserie Pumuckls Abenteuer, in welcher der Kobold Meister Eder verlässt und mit dem Schiffskoch Odessi die 7 Weltmeere besegelt. Statt dem großväterlichen Eder lebte Pumuckl nun bei einer Person, die ihm selbst viel zu ähnlich war, wodurch der von Ulrich König so sehr geschätzte Kontrast verloren ging. Dass diese Konstellation nicht funktionieren konnte, erkannte König bereits am Drehbuch, weshalb er sowohl die Weiterführung der Serie als auch die letzten beiden Filme ablehnte. Die Originalserie hingegen wurde ab der Erstausstrahlung immer wieder im deutschen Fernsehen wiederholt. Laut eines WDR-Redakteurs sollen allein die Wiederholungen des Pumuckl so erfolgreich gewesen sein, dass die Ausstrahlungstermine absichtlich auf sonntags um 8 Uhr morgens gelegt wurden, da dies die Einschaltquoten bis 12 Uhr mittags verdoppelte. Als im Jahr 2012 aber die Fernsehrechte ausliefen und man diese verlängern wollte, stellte sich die Frage, wer eigentlich die Rechte an der TV-Serie hat. Der Produzent, die Zeichnerin oder die Tochter der mittlerweile verstorbenen Autorin? Nach langem Hin und Her vor Gericht schlossen sich jedoch alle Parteien zusammen und gründeten die Pumuckl Media GmbH, welche nun für die Rechte diverser Pumuckl-Produktionen zuständig ist. Als Kind habe ich den Pumuckl geliebt, was ich auch heute noch tue. Und meistens habe ich damals immer nur die gleichen aufgenommenen Folgen auf VHS-Kassette gesehen. Umso mehr hat es mich gefreut, dass nach dem Rechtsstreit die Originalfernsehserie von Ulrich König seit März 2019 auf Amazon Prime verfügbar wurde. Wie ich zu Prime Video gekommen bin, vor fast 7 Jahren, war das erste, was ich gemacht habe, dass ich mich nach den Rechten für Pumuckl erkundigt habe. Ab Frühjahr 2020 soll der Pumuckl übrigens auch wieder im bayerischen Fernsehen laufen. Die Pumuckl Media GmbH plant neben einem Computerspiel auch eine interaktive Ausstellung, auf der das TV-Set nachgebaut werden soll. Und wenn sich da genug Interesse zeigt, sollen auch eine neue Serie und ein neuer Film angegangen werden. Ich persönlich habe etwas Angst vor dem Ergebnis, aber warten wir erstmal ab. Wer sich fragt, ob es die Werkstatt von Meister Eder heute noch gibt, den muss ich leider enttäuschen. Noch vor Beginn der 2. Staffel sollte das Gebäude schon abgerissen werden. Jedoch setzte sich Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß persönlich dafür ein, dass das Gebäude wenigstens noch bis zur Vollendung der Staffel bestehen bliebe. Mit Erfolg. Kaum war jedoch die letzte Folge abgedreht, rückten auch schon die Baumaschinen an und machten die Werkstatt dem Erdboden gleich, um für den Neubau der Versicherungskammer Bayern Platz zu schaffen. Seitdem gibt es bei der Versicherungskammer wohl den Running Gag, dass sich der Pumuckl rächt, immer wenn im Büro die Computer spinnen. Das Schönste ist doch aber, dass in dem Hof, in dem früher jedes Kind gerne gespielt hätte, heute ein kleiner Kinderspielplatz steht.